So, ob die Katrin Hansen heute hier gute Tipps zum Abnehmen liefert, beurteile ich heute. Let's go! Wechsel. Bis zum Sommer die Strandfigur zu erreichen, ist eins der meistgesetzten Ziele. Und damit dir der Start zu deinem Wunschgewicht einfacher fällt, habe ich dir meine 5 persönlichen Herzenstipps zusammengestellt, die, egal für welche Art der Ernährung du zu deiner Abnahme nutzt, dich unglaublich unterstützen werden. Wenn du diese 5 Dinge umsetzen wirst, verspreche ich dir, wirst du mehr motiviert sein, und außerdem werden nicht nur Heißhungerattacken der Vergangenheit angehören, sondern du wirst zur besten Version deiner selbst. Lass uns loslegen, damit dir der Start einfacher fällt und du perfekt vorbereitet bist für deine Abnahme. Warum kann ich dir aber persönliche Tipps für deinen Abnehmweg geben? Hey, mein Name ist Katrin Hansen und das war ich noch vor 8 Jahren. Knapp 130 Kilo haben meine Knochen tragen müssen. Ich weiß also aus eigener Erfahrung, was es bedeutet abzunehmen, und damit dir der Start einfacher fällt, als mir es damals erging, möchte ich für dich die Person sein, die ich mir damals so sehr für mich selbst gewünscht hätte. Und um dein Ziel gemeinsam zu erreichen, geht es los mit meinem ersten Ratschlag für dich. Nummer 1: Finde die perfekte Ernährungsform für deine Abnahme. Dass du abnehmen und was verändern möchtest, weißt du ja schon, und das zeigt auch der Klick auf dieses Video. Weißt du aber auch schon wie? Hast du einen Plan, welche Art der Ernährung für dich geeignet ist, welche zu dir und deinem Alltag passt? Oder willst du einfach weniger essen in der Hoffnung, dass es klappt? Es gibt so viele Arten, das Gewicht zu reduzieren, und alle funktionieren auch irgendwie. Ich habe nach etlichen Fehlversuchen abzunehmen für mich die Low-Carb-Ernährung entdeckt und meinen eigenen Weg bzw. meine Art und Weise gefunden, wie es für mich perfekt passt. Das heißt aber nicht, dass es auch für dich die perfekte Diät ist. Ich lege dir ans Herz, beschäftige dich intensiv mit dem Thema. Finde heraus, welche Art der Ernährungsumstellung für dich langfristig vorstellbar ist. Ist es Intervallfasten oder doch FDH? Kalorientracken oder doch Keto? Und sollte für dich die Low-Carb-Ernährung interessant sein, lege ich dir ans Herz, meine Videos mal durchzuschauen und dich inspirieren zu lassen, denn ich verrate dir alles, wie ich über 65 Kilo abgenommen habe. Aber auch wenn du Zucker reduzieren möchtest in deiner Ernährung, könnten einige meiner Tipps und Tricks dich bei deiner Abnahme durchaus unterstützen. Also, Step Nummer 1 ist: Finde deine Ernährungsform. Denn glaube mir, nichts demotiviert mehr, als ständig etwas abzubrechen, weil es einfach nicht machbar ist. Wie für mich zum Beispiel Intervallfasten. Dafür liebe ich Essen viel zu sehr, und Hungern kam trotz Abnehmen niemals in Frage. Deshalb war und ist für mich Low Carb perfekt. Step Nummer 2: Bereite dich vor. Du hast deine Ernährungsweise gefunden. Jetzt ist Vorbereitung alles. Glaube mir, gerade zu Beginn ist es das A und O, auf Situationen wie Heißhunger, Fressflashs und Gelüsten vorbereitet zu sein. Zum Thema Heißhungerattacken und was dagegen hilft, gehe ich gleich noch näher ein und werde dir verraten, wie man es schafft, sie zu verringern. Aber zum Thema Vorbereiten, damit meine ich, sortiere deinen Naschschrank aus. Hast du vielleicht noch Eis im Tiefkühler oder noch Zuckerbomben im Vorratsschrank? Kaufe dir all die Lebensmittel ein, die für deine Ernährungsform hilfreich sind und dich unterstützen. Schaue, dass dein Tiefkühler immer mit Gemüse gefüllt ist. Sei vorbereitet, egal ob du zur Arbeit gehst oder zur Schule. Nehme dir dein Essen von zu Hause mit. Koche dir täglich frisch. Denn egal welchen Weg du wählst, das Motto gilt in allen Strategien: Je cleaner du isst, desto besser ist es für deinen Körper. Plane deinen kompletten Tag, wann und was du isst. Glaube mir, das wird dir so viel Druck wegnehmen. Ich spreche aus eigener Erfahrung und weiß, dass gerade zu Beginn, bis die Ernährung zu einer festen Routine wird, einige Zeit dauern kann. Und in dieser Zeit ist es wichtig, stark zu bleiben. Und das geht am besten, wenn man fokussiert und vorbereitet ist. Fokussiert ist das perfekte Stichwort für meine Nummer 3, um dann. Also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, dass man die Sachen ersetzt, die man, wo man hin tendiert, die man halt, also ungesunde Sachen, die man halt isst, die sollte man auf jeden Fall ausradieren und die ersetzen durch gesunde Sachen, beziehungsweise Sachen, die man halt als Ersatz dafür im Umbruch quasi essen kann, um das Ganze auszugleichen und nicht wieder zurückzufallen in die alte Ernährungsform,
Und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig, weil wenn du noch voll viel ungesundes Zeugs bei dir hast, sei es Süßigkeiten oder Eiscreme, wie sie erwähnt hat, oder auch andere Sachen, auf die du eigentlich verzichten möchtest, sei es Pizza, Nudeln, Pasta, was auch immer, all die ganzen ungesund und Dickmacher, dann ist es wichtig, hier erstmal deinen Haushalt aufzuräumen und die ganzen Sachen einfach zu entfernen, damit du nicht wieder zurückfallen kannst. Theoretisch kannst du auch in den Laden fahren, aber das ist auf jeden Fall was anderes, wenn du es einfach zu Hause nicht hast und du dir dann sagst, heute ziehe ich durch, ich ziehe komplett durch. Wisst ihr, was ich meine? Aber weiter geht's hier. Deinen Abnehmweg erfolgreich zu machen, um wie du dich selbst motivieren kannst. Nummer 3: Dokumentiere deinen Weg. Ich höre dich schon sagen, nee, ich gehe auf keinen Fall auf die Waage und mit Sicherheit mache ich auch keine Bilder von mir. Aber glaube mir, diese Bilder und diese Zahl auf der Waage wird dein Abnehmerfolg so sehr unterstützen. Stelle dir jetzt mal das Gefühl vor, wenn du nach den ersten 4 bis 6 Wochen die ersten kleinen Veränderungen siehst. Ich würde dir auch ans Herz legen, messe dich einmal die Woche aus. Das heißt, messe dich an Oberarmen, Brust und Taille, Bauch und Oberschenkel. Glaube mir, du wirst erstaunt sein, wie sehr sich dein Körper verändert, auch wenn die Zahl auf der Waage vielleicht mal stagniert. Und das wird dich so enorm motivieren und du wirst dir denken, geil, weiter geht's. Außerdem musst du diese Zahlen ja auch niemandem zeigen. Hole dir ein schönes Buch oder mache es am Handy. Trage dein Ziel ein. Was sind die Gründe für deine Abnahme? Welche Veränderungen erhoffst du dir dadurch? Für mich war damals einer der Hauptgründe mein kleiner Neffe. Mit 127 Kilo war es mir nicht möglich, mit ihm auf dem Spielplatz zu toben oder irgendwelche Aktivitäten zu machen. Für den Kletterpark war ich auch zu dick und all dies waren ausschlaggebende Argumente, warum ich etwas ändern möchte. Auch das Thema Kleidung und Shoppen war etwas, das ich ändern musste für mich selbst. Ich wollte nicht mehr in die Übergrößenabteilung. Ich wollte das tragen, was mir gefällt und nicht das, was es in meiner Größe gab. All solche Dinge kannst du in das Buch eintragen und habe immer im Hinterkopf, es liest nur du. Du kannst also grundauf ehrlich in diesem Buch sein. Und gerade wenn die Motivation sich mal wieder versteckt hat, können diese Zeilen in dem Buch dir zeigen, wofür du diesen Weg gehst und dass es sich lohnen wird, dran zu bleiben. Übrigens, wenn du mehr von meinen Erfahrungen, meiner Abnahme sowie leckere zuckerfreie Rezepte und alle Tipps und Tricks rund um das Thema Gewichtsreduktion und Low Carb erfahren möchtest, dann solltest du meinen Kanal unbedingt abonnieren, um davon nichts mehr zu verpassen. So, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der eigentlich selbstverständlich ist, aber doch kaum umgesetzt wird. Meine Nummer 4 auf der Liste ist das Thema Trinken. Wir wissen es alle und trotzdem tun wir es nicht. Wir bekommen von Kindheit an beigebracht, dass wir viel Wasser trinken sollten. Aber mal Hand aufs Herz, schaffst du es jeden Tag ausreichend Wasser zu trinken? 5 Bier oder 3 Gläser Wein an einem Abend sind wahrscheinlich kein Problem. Aber 3 Liter Wasser stellt uns vor eine große Herausforderung. Aber dabei kann diese Veränderung ein absoluter Gamechanger sein. Wir können mit ausreichend Trinken unser Hungergefühl kontrollieren, unseren Stoffwechsel unterstützen und glaube mir, dein Körper wird es dir danken. Du hast mehr Energie, mehr Power, auch Kopfschmerzen können dadurch gemindert werden. Wie viel du trinken sollst, kann ich dir nicht sagen. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Dein Gewicht, deine Größe, wir sind alle individuell. Aber versuche einfach viel Wasser zu trinken. Stelle sicher, dass dein Körper immer ausreichend mit Wasser versorgt ist. Wenn du etwas Süßes möchtest, greife zur Zero-Variante. Aber auch Kaffee und ungesüßter Tee sind absolut okay, wenn du was mit Geschmack brauchst. So, und ab jetzt solltest du immer versuchen, Wasser bei der Hand zu haben, egal wohin du gehst. Wenn du dich daran gewöhnt hast, ist es selbstverständlich, dass du beim Hausverlassen immer was zu trinken mitnimmst. Auch wenn du merkst, du bekommst Hunger. Trinke erstmal eine größere Menge Wasser. Manchmal verschwindet der Hunger dann von ganz alleine. Und weil wir beim Hungergefühl sind und ich dir ja oben schon versprochen hatte, dir meine Geheimwaffe gegen Heißhungerattacken. So, der Tipp ist auch sehr, sehr gut, den sie angesprochen hat, ausreichend trinken. Und zwar gibt es ganze Bücher, wo darüber geschrieben wird, dass du nicht hungrig bist, sondern einfach nur durstig. Trink Wasser und dein Hunger ist plötzlich weg. Kann man sich das vorstellen? Erst wenn man es ausprobiert hat, weiß man das auch.
durch die Erfahrung kommt die Erkenntnis. Und natürlich kann man ja als quasi Ersatz Kaffee, Zero-Produkte benutzen, aber wenn man es scharf betrachtet, ist das für die Gesundheit nicht gut. Und da sollte man, wenn dann, gefiltertes Wasser mit einem Teebeutel, also einfach einen Tee trinken. Der Zero-Produkte erhalten das Nervengift, zum Beispiel Aspartam, das bekannte Süßungsmittel, was eigentlich ein Nervengift ist, genau wie Nikotin in der Zigarette ist auch ein Nervengift. Ähm, und was Kaffee angeht, ist auch sehr, sehr übersäuert. Also übersäuert unseren Körper sehr stark, macht abhängig durch das Koffein, was unseren Körper dann noch zusätzlich stresst. Und vergessen wir nicht die Pestizide, Herbizide, Fungizide in dem Kaffee. Ich gehe jetzt hier perfekt drauf ein, also sehr, sehr tief. Also man kann das Ganze auch oberflächlich sehen und hey, ich lasse doch schon das und das und das weg, aber ich finde es gut auf jeden Fall, aber ich beschreibe hier einfach das Perfekte, wisst ihr? Und perfekt oder nahezu perfekt muss man nicht sein. Aber ich erkläre dir, wie weit man gehen kann und du kannst dir selbst entscheiden, wie weit gehe ich, fühle ich mich da schon gut. Ich meine, wenn man schon das und das weglässt, was ungesund ist nachweislich, dann kann man es ja einfach so belassen bei dem Standpunkt. Ich meine, dir geht's gut, du fühlst dich gesund und alles ist top. Und wenn man dann irgendwann Probleme bekommt, kannst du immer noch weiter nach oben gehen, Richtung Perfektion, Richtung die optimale wie soll ich sagen, Ernährungsform, die halt jegliche Gifte und so weiter entfernt. Aber hier zu starten ist auf jeden Fall eine gute Sache. So viel dazu. Mal gucken, was jetzt hier noch zu sagen hat. Zu verraten, kommen wir jetzt direkt zur Nummer 5. Esse viele Proteine. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass gerade die hohe Proteinzufuhr mir sehr geholfen hat. Proteine sind nicht nur für den Muskelaufbau und die Fettverbrennung wichtig, sondern beugen enorm Heißhungerattacken vor. Ich merke immer wieder, dass wenn ich viele Proteine in meine Mahlzeiten einbaue, ich immer weniger Heißhungerattacken bekomme und das natürlich zur Folge hat, dass meine Abnahme mir somit leichter fällt. Es hat einfach so viele Vorteile. Ich fühle mich besser und mein Körper zeigt es mir an meinen Haaren, meiner Haut, meinem Körpergefühl. Ich baue in jede Mahlzeit Proteine ein. Ich weiß, dass einige wahrscheinlich auch zu Shakes greifen, aber für mich war das nie eine Option. Es gibt so viele Lebensmittel, die einen hohen Proteingehalt haben, die mich lange sättigen und kaum Kalorien liefern. Zum Beispiel Hähnchenfleisch, Rindfleisch, Magerquark und auch Käse sind sättigende Nahrungsmittel, die perfekt in fast jede Ernährungsform passen. Vorausgesetzt, du ernährst dich nicht vegan. Aber auch hier hast du einige Lebensmittel zur Auswahl. Auch Eier sind absolute Protein-, aber auch Vitaminbomben. Ich habe für mich als kleine Richtlinie immer so zwischen 1,6 und 2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht versucht zu mir zu nehmen. Suche dir Lebensmittel raus, die einen hohen Eiweißgehalt haben und die für deine Ernährungsform passen und habe sie immer auf Vorrat zu Hause, damit du deinen Proteinbedarf bei jeder Mahlzeit mit einbauen und decken kannst. Und solltest du doch nicht sicher sein, welche Art der Ernährung für dich passend ist, empfehle ich dir, das Video mit meinen 5 einfachen Regeln meines Abnehmerfolgs anzuschauen. Hier erkläre ich dir Step by Step, wie ich meine Ja gut, zu diesem Tipp kann ich jetzt wenig sagen, außer dass was Thema Fleisch angeht, dass man hier, was ist hier also die Frage ist hier, wie belastet ist dein Darm? Wie viele Parasiten hast du denn, dass wir nachweislich Parasiten haben? Ist unumstritten, gibt sehr viele Untersuchungen, sehr viele Studien, sehr viele Bücher dazu. Es gibt ganze Videos, wo Bodybuilder, die immer Fleisch essen, die immer Proteine sich vollknallen mit Magerquark und so weiter, was ja proteinreich und sättigend ist, wo dann ganze Nudelberge, das sieht aus wie Nudeln, aber es sind Parasiten, werden aus dem Darm geholt. Vielleicht schneide ich das hier rein, ich weiß nicht, aber
Wenn nicht, dann nicht. Ich meine, das ist auch eklig für manche Leute zu sehen. Das so viel dazu. An sich gute Tipps, die die Frau hier geliefert hat. Finde ich gut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine aufsteigenden Phönixe. Bis dann.